Predictive Maintenance ist ja die Auswertung von Daten, die an einer Maschine oder Anlage erhoben werden, um die Instandhaltungsmaßnahmen möglichst effektiv durchzuführen. Und dort ist KI sehr hilfreich, weil sehr viele Daten entstehen, was der Mensch nicht mehr überblickt. KI bringt dort Struktur hinein in die Daten und ich habe die Möglichkeit, bisher unbekannte Fehler zu erkennen aufgrund der KI-Auswertung. Und ich habe die Möglichkeit, eine zeitliche Vorausschau durchzuführen, also eine Prognose, wie lange denn die Maschine oder Anlage noch so funktionieren wird, wie ich sie jetzt im Moment in Betrieb habe. Der EU Data Act bedeutet für die Maschinenbetreiber, dass sie auf die Daten, die an ihrer Maschine erhoben werden, leichter zugreifen können, dass standardisierte Schnittstellen existieren dafür und dass sie natürlich mit den Maschinenbetriebsdaten, die sie in ihrer Maschinensteuerung haben, gemeinsam alle Daten auswerten können, was natürlich ein großer Vorteil ist für den Einsatz von KI, für Predictive Maintenance. Predictive Maintenance ist immer dann wichtig und hilfreich, wenn der Stillstand einer Produktionsanlage sehr teuer ist, wenn das also sehr viel Geld kostet, jede Minute oder jede Stunde, die Anlage stillsteht. Und Beispiele, die wir schon mal bearbeitet haben, sind also in der Stahlindustrie, das ist relativ teuer, jeder Stillstand, oder auch in der Energiewirtschaft, Kraftwerke, wenn die stillstehen, das kostet einfach Geld. Auch für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Einsatz von KI für Predictive Maintenance durchaus interessant. Beispiele wären Verpackungsmaschinenhersteller, die mittels KI-Einsatz die Stillstandszeiten ihrer Maschine deutlich verringern können.